wenn die bis zum Ende arbeiten, das wäre ja bei uns 63, wahrscheinlich 67, dann ist auch das Leben, sagen wir jetzt so, ziemlich vorbei. Dann fährt man auch mit so einem LKW nicht mehr, weil man mit fast 70 ja, wenn so ein Rad mal umfällt, das kriegst du schon gar nicht hoch. Hallo, ich bin Andrea und bin mit Paulchen und Achim unterwegs. Wir haben den 2010 uns gekauft, unser zweiter Paulchen. Den ersten haben wir in Afrika ein bisschen zu sehr beansprucht und wir mussten nur einen neuen kaufen und dann war der einfach da, günstig, und wir haben uns den gekauft und dann wieder so aufgebaut. Unser Wohnzimmer und da hinten unser Schlafzimmer. Gas, Kocher, wichtig, Backofen. In dem ersten Paulchen hatten wir keinen Backofen und den habe ich doch sehr vermisst. Der Rest geht alles elektrisch über Solarzellen. Die Solarzellen reichen, um alles zu betreiben. Der Kühlschrank brummt immer eigentlich und das Laptop für die Fotobearbeitung. Also wir brauchen eigentlich nie irgendwie Strom von außerhalb. Es reicht, wenn wir so losfahren, reichen die Solarzellen. Im Winter in Norwegen, weil wir die Nordlichter uns angeschaut haben, da war natürlich nie Sonne da und da ist natürlich dann ein Problem. Da hat man noch so einen kleinen Generator, der hat dann geholfen, oder sind dann halt mal ein bisschen auf und ab gefahren. Aber wo ein bisschen Sonne ist, reicht Solar. Wir reisen schon beide immer gerne und in entlegene Ziele und eben nicht so pauschal, sondern ein bisschen individuell, entlegene Gegenden, und dann bietet sich so ein Auto an. Ich hatte auch lange Zeit, 20 Jahre lang, einen VW-Bus, T2, T3. Dann ging das mit dem Land Rover und Dachzelt weiter. Aber Dachzelt ist dann für gewisse Regionen auch ein bisschen unpraktisch, oder wenn es mal länger regnet, ist nervig. Und und dann kamen wir so auf die Idee, und dass wir uns so was Größeres kaufen müssen. Und dann auf diesen ganzen Globetrotter-Treffen, da sieht man so viele von diesen LKWs. Und dann, wir dachten immer, dass man sich das ja nie leisten kann, sich so einen LKW zu kaufen, aber die sind ja eigentlich viel billiger als jedes andere Reisemobil. Und ja, fand das ja richtig klasse, auch so ein Ding. Und ja, da haben wir halt einfach mal eingekauft. Wir haben die Armaturen hier im Toilettenbereich und haben 2 Duschvorhänge, die wir dann hier rausziehen, und dann können wir uns hier duschen. Da unten ist der Ablauf unter der Matte. Ja, und das heißt, den Raum brauchst du dann wirklich nur oder benutzt ihn, wenn du dann duschst, ne? Sonst hast du eine Riesen-Kabine und verschenkter Raum. Wir haben noch eine Chemie ohne Chemie, also eine Tedford. So, wie heißen die, Kassettentoiletten? Aber die kannst du ja auch mit Spüli betreiben, musst ja nicht die böse Chemie da reinpacken. Ne? Also dies war Schnäppchen. Wir kamen wieder aus Afrika, haben für den Rundhauber haben wir noch 12.000 bezahlt. Ja. Aber da war der Koffer ja schon drin. Und dann ist ja der Rahmen dreimal gebrochen und im Koffer sind 1000 Sachen gebrochen. Und irgendwie war es dann nicht mehr mein Freund, und ich habe unterwegs schon geguckt, was es so alles gibt, so an Alternativen. Und dann habe ich so einen Mercedes 1017, die waren so günstig, weil die Bundeswehr Tausende ausgemustert hat. Und wir müssen so ein Auto kaufen. Da war ich schon ganz aufgeregt. Der kam nach Hause und wurde gleich wieder geguckt. Und dann war einer annonciert, der hat dann 7.500 Euro gekostet von einem Mercedes-Händler. Der hat dann mal so mehrere gekauft. Und ist die dann auch nicht losgeworden, weil überall welche verkauft worden sind, ja Hunderte, Tausende verkauft worden. Dann haben wir den für 7.500 gekriegt, der hat noch TÜV gemacht und neue Batterien rein. Wir haben eben Kassensturz gemacht, haben gesagt, wir wollen gerne reisen und möglichst nicht erst, wenn wir halt Rentner sind, sondern so früh es geht, und dann ist ja die Zeit irgendwie berechenbar. Ne? Du hast noch 10 Jahre bis zur Rente, machst du Kassensturz und schaust, dass, wenn es reicht, und dann kannst du sagen, jetzt hören wir auf.
Ja, wir werden auch immer gefragt, ja, wie macht ihr das? Habt ihr im Lotto gewonnen oder bestimmt reiche Eltern? Oder ja, nee. Also wenn man ein bisschen, sagen wir mal, sparsam lebt und ein Ziel vor Augen hat und ein bisschen was zur Seite legt, denke ich, kann man das schaffen. Also ich habe mit 30 eine Lebensversicherung abgeschlossen, habe gesagt, mit 55 muss Schluss sein mit Arbeiten. Das war so mein Ziel, hatte ich damals so im Kopf gehabt. Und irgendwie hat es geklappt. Und ja, gut, die Lebensversicherung ist nicht so gewaltig, aber zusammen reicht unser Geld, um jetzt noch die 10 Jahre bis zur Rente zu überbrücken. Aber man muss das Ziel einfach schon früh im Kopf haben und frühzeitig darauf hinarbeiten. Und dann geht das. Und durch die Dachluke könnte man dann aufs Dach oder mal rausgucken. Die hier? Ja, die kannst du komplett aufklappen. Und im Bett Stauraum, Wassertank. Ich habe öfter mal gekündigt und bin einfach losgefahren. Bin mit 20 schon los. Also 9 Monate Amerika, dann VW-Bus gekauft, quer durch Kanada, Alaska, USA verkauft und der Freundin dann mit Rucksack bis Panama. Ja, und da fing das an, dachte ich, wow, das ist mein Leben. Und nach ein halbes Jahr auch wieder VW-Bus gekauft, da drin gewohnt und bin dann auch ein halbes Jahr nach Asien gefahren, nach Nepal, Indien, Sri Lanka mit dem Rucksack. Viele Trekkingtouren da gemacht, das war toll. Und dann ja, wieder ein bisschen gearbeitet und so ging das immer weiter irgendwie. Zum einen hast du alles kompakt zusammen. Selbst wenn dir mal was ausläuft, läuft es in die Kiste. Und du kannst auch die Kisten komplett rausnehmen, kannst du sauber machen, kannst das Auto komplett ausräumen, eben indem du die Kisten rausnimmst. Den kann man noch ablassen und da könnte noch jemand schlafen. Muss man den Tisch runter machen und soll ich das aufmachen? Ist Brett hier einfach. Das können wir dann rausnehmen. Ah, zack. Hier runter machen, Tisch runter und dann geht man durch. In Afrika war das immer offen und dann haben wir immer unsere ganze Fotoausrüstung und so die wertvollen Dinge, dass man die nicht einmal so ums Auto tragen muss, gleich hier durch die Klappe gegeben und dann sah das keiner. Da muss man ja nicht mit den ganzen teuren Equipment dann da rumprotzen, das fanden wir immer blöd und so bist du dann ganz normal ums Auto gegangen, die ganzen Sachen waren dann schon hier. Also als brenzlig gab es eigentlich nichts. Wir hatten halt einmal ein Problem an der Grenze von Kongo, der Republik Kongo in die Demokratische Republik Kongo. Da muss man ja diesen Kongo-Fluss überqueren, das ist ja der Grenzfluss. Da fährt man also von Brazzaville nach Kinshasa und das ist halt die Grenze, mit der Fähre geht das. So, wir hatten dann ein Visum für den Kongo und das Angola-Visum gibt es dann erst im Kongo. Und dann fahren wir mit der Fähre rüber. Und dann sagten die, ja, wo ist euer Anschlussvisum? Ihr braucht ein Anschlussvisum. Ach ja, das gibt's doch aber erst in der Botschaft bei euch im Land. Ja, nee, das müsst ihr vorher haben, ansonsten kommt er hier nicht rein. Naja, dann gab's Ärger da. Sie sagten, nee, ihr müsst jetzt zurückfahren. Wir wollten, nee, wir haben ein Visum für die Republik Kongo und wir wollen jetzt hier einreisen. Nee, geht nicht und zurück. Und wir haben uns geweigert, dann wollten wir es mit Gewalt auf die Fähre schaffen wieder. Ich fahre jetzt hier nicht weg. Und dann war ein bisschen Rangelei. Mich hatten sie dann mit 2 Mann geschnappt und haben mich zur Fähre geschleppt. Andrea hat sich schnell oben ins Auto eingeschlossen. Aber die Fähre fuhr dann, ich habe mich dann auch losgerissen, bin wieder hochgerannt und dann fuhr die Fähre weg. Und dann haben die gesagt, naja, morgen früh mit der ersten Fähre wird er deportiert, dann geht's zurück. Ihr kommt hier nicht rein in dieses Land. Nächsten Morgen die gleiche Prozedur. Ich wollte dann noch irgendwie, wir vermeiden das natürlich, Bestechungsgelder zu geben, machen wir nie an der Grenze. Da hatte ich es dann versucht, aber auch das half dann irgendwie nichts mehr. Nächsten Morgen die gleiche Prozedur, also mich hat dann so ein breiter Mensch von hinten geschnappt, hat mich da auf die Fähre getragen, habe dann auf der halben Strecke gesagt, okay, ich kann auch selber laufen. So, hat er entweder du bleibst jetzt hier sitzen oder ich kriegst Handschellen und dann ist fertig. So, Andrea war wieder im Auto zu und dann nach ein halben Stunde Diskussion ist sie dann runtergekommen. Ich habe das Auto genommen, auf die Fähre gefahren, bin wieder zurück.
Naja, dann haben sie uns da drüben erzählt, also das passiert bei jedem zweiten, dritten. Ist das so? Man muss es halt 2-, 3-mal probieren, irgendwann kommt man dann doch durch. Da wir viel abseits reisen, haben wir den mit einem großen Tank ausgestattet. Wir haben 700 Liter Diesel, Solar auf dem Dach, 200 Liter Wasser. Die reichen uns für 2 Wochen und so können wir ziemlich autark reisen. Man nimmt deswegen so viel Diesel mit, weil es Länder gibt, wo man einfach sehr günstig Diesel tankt. Und dann durchfährt man so eine Länder wie jetzt auf der Tour Frankreich mit 1,60. Braucht man einfach nicht tanken. Oder Portugal ist auch teuer, braucht man auch noch nicht tanken, sondern man tankt dann erst wieder in Spanien. So einfach. Und im Iran tankt man mal für 13 Cent und fährt dann 3000 Kilometer weiter. In Afrika, was jetzt schon ein paar Tage her ist, waren es im Monat im Schnitt 1500 € für uns beide, inklusive dem Diesel, der ja, glaube ich, fast 2/3 von den ganzen Kosten ausmacht. Essen ist wirklich der kleinste Teil des Ganzen und auch der Visa, die wir unterwegs besorgt haben. Also ich denke hier, ja gut, jetzt ist es weniger und je langsamer du reist, jetzt mit dem LKW, umso geringer sind die Kosten. Also wir finden Seilwände wichtig. Da wo wir lang fahren, haben wir die schon oft gebraucht. Wir fahren oft abseits der normalen Pisten, weil das Schöne ist einfach oft abseits. Das war in Afrika so. Die ganzen kleinen Dörfer mit den verschiedenen Stämmen, die sind einfach nicht direkt an der Hauptpiste, sondern man muss schon ein bisschen kreuz und quer durchs Land fahren. Und da sind die interessanten Dinge, die wir sehen wollen. Und auch keine guten Straßen, so dass wir dann oft die Seilwinde gebraucht haben. Entweder man findet einen Baum, wenn es keinen Baum gibt, ist schlecht. Dann hofft man ja, dass man noch ein anderes Fahrzeug findet, wo man sich anbinden kann und dann kann man sich dadurch rausziehen. Also wenn wir 2 Fahrzeuge ohne Seilwinde ziehen, dann ist oftmals reicht die Kraft nicht aus, um so 9 Tonnen da aus dem Matsch zu ziehen. Wenn du eine Reifenpanne hast, dann kannst du schnell dein Rad wechseln. Ist ja nicht überall eine Werkstatt, die deinen Reifen reparieren kann. Und 2 Reifen von daher, wenn man jetzt weit abseits ist, wo es keine Reifen gibt und man fährt eine Panne in schwierigem Gelände, und wenn man dann ohne Reifen dann noch zurück muss, ist es schon manchmal kritisch. Deswegen immer 2. Habt ihr schon mal wechseln müssen? Ja, sehr oft. Ja, schon in Afrika 2 oder 3 die Woche. 2 in der Woche, 2 an einem Tag. Also wir reisen ohne Tier, weil es an den Grenzen überall Probleme gibt oder oft Probleme gibt, aber das ist noch irgendwie handelbar. Aber wenn ich nach Afrika fahre, möchte ich auch Nationalparks besuchen und ich darf ja in keinen Nationalpark mit Hund rein. Manchen gelingt es zwar, den da irgendwie reinzuschmuggeln, aber das ist ja auch alles nicht so toll. Da muss ja auch mal raus, so ein Hund, und ist halt im Nationalpark blöd. Und die gucken auch immer rein und das wird schon kontrolliert und ist ja auch richtig so. Früher mit 20, da bist du losgefahren und hast so überhaupt nie Gedanken gemacht über irgendwas mit Sicherheit irgendwie. Und es gab auch nie ein Problem. Und wir kennen das von klein an und wir reisen auch immer so, es geht immer weiter. Wir sind jetzt nach Asien, als wir nach Asien gefahren sind, in die Mongolei, über Iran gefahren und muss sagen, ich habe noch nie auf der Welt freundlichere Menschen gesehen als im Iran. Es ist einfach wahnsinnig schön, kulturelle Sachen gibt es da, wahnsinnig schöne Sachen, die Menschen einfach toll. Also ich kann nur sagen, hinfahren da und mal gucken und nicht das glauben, was immer in den Nachrichten ist und was irgendwelche Leute dir erzählen. Es ist ein tolles Land. Wenn es deine oberste Priorität ist, dann findest du schon einen Weg, eben vielleicht auch ohne Auto, mit Rucksack oder auch mal klein anfangen. Ne? Mal eine kleine Tour. Die muss ja nicht gleich nach Afrika gehen. Aber eben sich da mal rantasten und dann sieht man ja auch, was geht und wird auch sicherer im Umgang mit Reisemöglichkeiten oder mit eben Menschen in fremden Ländern und so. Ich denke, das Wichtigste, ja, du musst es wollen. Wirklich wollen. So nebenbei, ja, du kannst natürlich dann eine Pauschalreise buchen nebenbei, ist kein Thema. Aber sowas musst du dann wirklich wollen und eventuell halt auch was anderes dafür hinten anstellen. Na, ich meine, es macht doch jeder
irgendwie macht doch jeder einen Urlaub. Und dann buchen die Leute pauschal 2 Wochen irgendwas. Das kostet, sag ich jetzt, 2 Wochen viel Geld. Ne? Das zahlen die, weiß ich nicht, auch 2000 Euro. Bin immer mit dem Rucksack los früher. Das hat ja vielleicht ähnlich gekostet, war aber 4 oder 6 Wochen unterwegs und war in Ländern, wo die einfach nicht hinfahren würden. Die buchen dann Domrep oder irgendwas und fliegen dahin und lassen sich bespaßen. So, das ist mir einfach zu blöd. Das kann man mal einen Tag machen, das ist nett, sicherlich auch, aber also das erlebt man ja nichts Neues. Das ist alles so wie zu Hause auch. Kein Unterschied. Die sehen ihre Hotels und ihr Pool und dann können sie vielleicht nochmal trauen sich ans Meer. Und das war es auch schon. Und dann am Ende war es ein tolles Erlebnis für die. Naja, für mich ist das grottenlangweilig. Ich muss was anderes erleben. Und früher bin ich dann auch losgeflogen, Rucksack gepackt. Da war ja nichts irgendwie vorgebucht oder vorgeplant. Es gab auch früher kein Internet, wo ich schnell mal unterwegs noch mal gucken kann oder welchem Hotel steige ich ab. Man ist da auf dem Flughafen angekommen, ist irgendwie mit dem Bus in eine Stadt gekommen. Und ja, dann ging alles irgendwie weiter. Dann hast du Reisende getroffen und dann gab es Tipps und Informationen und man ist einfach losgefahren dann. So auch in Indien, Nepal, man kommt da an, man kann mit ganz wenig Geld da ganz tolle und abenteuerliche Reisen machen. Man kann in Nepal, das war lange mein Lieblingsland, so als Rucksacktourist. Und da habe ich Trekkingtouren gemacht, auch wochenlang in Bergen rumgelaufen. Einfach toll und das kostet ja alles nicht viel Geld. Also am Geld kann es nie scheitern, weil so eine Reisen kosten nicht mehr wie alle anderen Reisen. Wir haben aber auch zu Hause keine Einbauküche, die 30.000 Euro gekostet hat, sondern die haben wir selber gebaut. Genauso wie wir dieses hier alles selber gemacht haben. Ja, und man kann mich auch ein bisschen einschränken, ohne dass man irgendwie einen Verlust hat oder materiellen Verlust. Wir haben auch zu Hause alles. Wir vermissen ja nichts. Ja. Wir haben hier in unserem Auto mehr Sachen, als wir eigentlich nutzen und brauchten. Der Kleiderschrank ist rappelvoll mit irgendwelchen Sachen. Man nimmt eigentlich nur die vorderste Reihe und wenn man es gewaschen hat, packt man es vorne wieder hin und dann nimmt man wieder von da und das hinten. Gut, wenn es mal kalt wird, braucht man vielleicht auch von hinten den Pullover, aber eigentlich Fernsehen brauchst du auch nicht. Wir stehen an den schönsten Orten, die es hier gibt und überhaupt gibt und da hast du Fernsehprogramm genug.